Der 24. Spieltag startet mit dem VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Sehr interessantes Duell. Zwei Mannschaften, die zum alten Eisen in der Bundesliga gehören. Die Stuttgarter haben in Hoffenheim 1:1 gespielt am Sonntag. War definitiv auch mehr drinne. An denen hapert es auch so in den letzten Spielen. An den Ergebnissen spielen wohl ganz gut, ganz ordentlich. Aber die Ergebnisse sind halt nicht immer so dementsprechend und wünschenswert aus Sicht der Stuttgarter. Die Bayern auf der anderen Seite haben locker leicht zu Hause gegen die Eintracht 4:0 gewonnen. War, glaube ich, mit eines der leichtesten Spiele, die Bayern in der Saison hatten. Weil zu einem Topspiel gehören immer zwei Mannschaften. Und es haben aber leider nicht zwei Mannschaften mitgespielt. Von daher war das für die Bayern ein sehr leichtes Aufgalopp, würde ich fast schon sagen. Ja, jetzt die letzten 10, 11 Spieltage. Das wird jetzt also nochmal richtig, richtig spannend. Holen sich die Bayern die Meisterschaft. Ich bleibe dabei. Aber ich glaube, das Spiel wird sehr ausgeglichen. Ich glaube, dass die Stuttgarter auch jetzt endlich mal wieder gewinnen wollen. Die Bayern werden jetzt auch wieder ein bisschen mehr gefordert, gehe ich von aus. Von daher tippe ich mal unentschieden. Ich mache hier mal ein schön flockiges 2:2. Ich könnte mir das auch sowohl in die eine als auch in die andere Richtung sehr deutlich vorstellen, aber Stuttgart-Bayern 2:2. Mal einfach wieder so aus dem Bauch raus. Leipzig gegen Mainz, dann am Samstag auch ein sehr, sehr wichtiges Duell in Sachen Europa League oder auch Champions League. Die Leipziger sind, glaube ich, 4. oder 5. und Mainz ist auch 6. Also da treffen, glaube ich, zwei Tabellennachbarn, also fast Tabellennachbarn aufeinander. Leipzig hat nur 2:2 zu Hause gegen Heidenheim gespielt. Unter der Woche noch das Pokalspiel, also heute stand der Aufnahme, 26.02., 17:22 Uhr spielen sie noch gegen Wolfsburg. Vor ausverkauftem Haus wahrscheinlich nicht. Mal gucken, vielleicht kriegen sie ja die Hälfte irgendwie oder ein Viertel zumindest ins Stadion rein. Genau, die haben gegen Heidenheim nur 2:2 gespielt, auch ein bisschen enttäuschend, natürlich für Leipzig. Das hatten sie sich, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Mainz hat St. Pauli zu Hause geschlagen mit 2:0, bleiben also auch oben dran. St. Pauli hat aber gar nicht so schlecht gespielt in Mainz. Mainz haben aber die Tore gemacht. Das ist der große und entscheidende Unterschied im Fußball. Von daher wird das ein sehr, sehr interessantes Duell. In Sachen Champions League, Europa League habe ich ja gerade schon gesagt. Die nehmen sich also die Punkte gegenseitig. Ist für andere Mannschaften dann wieder umso besser. Ich glaube, dass die Leipziger das machen werden. Je nachdem, wie sie unter der Woche im Pokal gespielt haben, vermute ich, dass das doch eine knappe Sache wird. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Vielleicht wird das auch ein deutliches 5:0 für Leipzig oder für Mainz. Aber in meinem Fall, hier jetzt bei den Tipps, mache ich mal ein knappes 2:1 für Leipzig. Bremen gegen Wolfsburg, ein schönes Nordduell. Die Bremer unter der Woche im DFB-Pokal ausgeschieden bei Arminia Bielefeld. Die wiederum jetzt als Drittligist wieder nach 10 Jahren im Halbfinale stehen. Würde mich ja freuen für Bielefeld. Schon alleine deswegen, weil es eh nicht so viele interessante Mannschaften mehr gibt. Wir haben jetzt noch Leipzig eventuell oder Wolfsburg. Dann haben wir Bielefeld, Stuttgart und Leverkusen. Im schlimmsten Fall wird Leverkusen gegen Leipzig das Pokalfinale. Dann könnte es sein, dass das Stadion zum ersten Mal nicht ausverkauft ist, keine Ahnung. Oder man hat ein schönes Duell mit Bielefeld gegen Stuttgart. Wäre doch dann auch mal nicht schlecht, oder? Also, um auf die Liga zurückzukommen, Bremen hat in Freiburg eine schöne Klatsche bekommen mit 5:0. Am Ende war ich auch sehr überrascht, dass das doch so deutlich war. Die haben nur 2:0 zurückgelegen zur Pause, glaube ich. Und dann haben sie auch eigentlich bis spät in die zweite Halbzeit das noch gut gehalten. Und dann haben sie sich noch irgendwie 2, 3 Dinger einfangen lassen. Schon ein bisschen heftig aus Sicht der Bremer. Und Wolfsburg hat zu Hause gegen Bochum auch nur 1:1 gespielt. Da war auch definitiv mehr drin. Haben sich die Wolfsburger auch sicherlich mehr erhofft. Ja, aber ihr seht, dass gefühlt jeder jeden schlagen kann. Außer die Bayern, wenn sie halt in Topform sind. Diese Liga ist phasenweise so ausgeglichen. Das sieht man auch an der Tabellenkonstellation, dass einfach so viele Mannschaften wenige Punkte voneinander getrennt sind. Sowohl unten im Abstiegskampf als auch im Kampf um die europäischen Plätze. Von daher wird Bremen gegen Wolfsburg genau so ein Duell. Ja, beide könnten rein theoretisch mit oben reinrutschen, wenn sie gewinnen. Und ich würde die Bremer dann mal wieder auf Sieg machen, weil ich glaube, jetzt reicht's. Jetzt haben sie selber die Schnauze voll. Ich mache ein knappes 1:0. Jetzt das Ausscheiden im DFB-Pokal unter der Woche, da muss eine Reaktion folgen. Und das glaube ich nicht nur von den Spielern, sondern auch vom Trainer oder von beiden Seiten ist das gewünscht. Unterstützung wird wieder da sein. Frage ist halt, ob sie dem Druck standhalten, ja, oder vielleicht entwickeln sie eine jetzt erst recht Mentalität und schlagen Wolfsburg. Ich mache daher mal ein knappes 1:0 für Bremen. Heidenheim gegen Gladbach, nächstes spannendes Duell. Die Heidenheimer haben überraschend in Leipzig das 2:2 geholt, haben 2:1 zur Pause geführt. Das war schon mal sehr überraschend. Dann am Ende hat die Kraft halt leider ein bisschen gefehlt, um den Leipzigern dann die 3 Punkte abzuknüpfen. Ist wieder ein kleiner Mutmacher im Kampf um den Klassenerhalt. Die Heidenheimer, die stecken ja mit Bochum und mit Kiel und Hoffenheim ist da auch noch nicht so ganz raus.
unten drin. Das wird also bis zum Ende auch wieder sehr, sehr spannend. Und Gladbach hat zu Hause eine 0:3 Niederlage bekommen. Waren dann schon, ich glaube in der ersten Halbzeit sogar dann nur noch zu 10, weil der Keeper eine rote Karte kassiert hat, mussten also den Keeper wechseln. Tobias Sippel hat dann gespielt, ich glaube Stöger ist dafür rausgegangen, musste dann halt dafür entsprechend rausgehen. Also es war auch ein gebrauchter Nachmittag für die Gladbacher. Und jetzt ist halt die Frage, nehmen die Heidenheimer das auch mit, also den Schwung aus dem Leipzig-Spiel, die Gladbacher, wie kommen die raus aus dem 3:0 gegen Augsburg? Oder wird das nächste Unentschieden? Ich glaube, ich mache da mal ein Unentschieden. Ich weiß nicht warum, ich hätte eher Heidenheim auf Sieg getippt, aber mein Gefühl sagt mir, mach da mal ein Unentschieden. Vielleicht wird mich mein Gefühl auch wieder schön täuschen, gehe ich mal von aus, aber das kann man eh nicht wissen. Also ich meine jetzt hier, wir tippen mittlerweile den 24. Spieltag. Ich wiederhole teilweise meine Phrase und meine Sätze. Das ist auch ganz viel Glück. Ist einfach so. Also du kannst vieles natürlich voraussagen eventuell und ein bisschen predikten, aber ganz viel ist auch einfach Zufall. Also Heidenheim-Gladbach 1:1. St. Pauli gegen Dortmund, auch ein sehr, sehr spannendes und sehr, sehr schönes Spiel, wie ich finde. St. Pauli hat in Mainz verloren, 2:0. Ist wie so oft gewesen bei St. Pauli, dass die gut gespielt haben, sich viele Chancen herausgespielt haben, aber machen halt vorne die Tore nicht. Das, was ich schon die letzten Wochen gesagt habe, wenn St. Pauli auch auf der Tore-Seite ein bisschen zulegen würde, die wären im gesicherten Mittelfeld. Die haben die dritt- oder viertwenigsten Gegentore, haben aber vorne viel zu wenig Tore selber geschossen und von daher stehen sie halt auch noch da unten, wo sie sind. Die könnten locker schon im Mittelfeld stehen, die könnten nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, aber machen sich das Leben selber schwer. Gegen Dortmund, die zu Hause Union Berlin, ich weiß immer noch nicht, wie sie das gemacht haben, mit 6:0 geschlagen haben. Ich glaube, das wissen die Dortmunder Fans am wenigsten oder noch weniger und noch weniger wissen es die Spieler. Jetzt ist halt wieder die Frage bei Dortmund, war das nur eine Eintagsfliege? Zeigen sie jetzt wieder ihr anderes Gesicht oder ist das jetzt vielleicht der Start zu einer Serie, die Dortmund auf jeden Fall brauchen, wenn sie noch in die Champions League wollen? Das wird ja von Spieltag zu Spieltag immer unwahrscheinlicher. Aber ich sage auch, wenn die Dortmunder jetzt mal 6 Spiele in Folge gewinnen, dann sind sie wieder voll oben dran, weil ich glaube nicht, dass sowohl Wolfsburg als auch Frankfurt, nehme ich jetzt mit rein, Leipzig, Stuttgart, dass die auch mal 6 Spiele in Folge gewinnen. Das wird nicht passieren, glaube ich. Und wenn die Dortmunder das ausnutzen könnten die der lachende Fünfte oder so sein. Ich mache jetzt die Dortmunder noch mal auf den Sieg. Ich warne euch, liebe Dortmunder, wenn ihr das nicht gewinnen solltet, dann werde ich nie wieder auf den BVB tippen. Dann tippe ich nur noch gegen Dortmund, egal was passiert. Also ein knappes 2:1, St. Pauli macht ein Tor, Dortmund macht auf jeden Fall ein Tor mehr. Ob es 2:1 ausgeht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird Dortmund gewinnen. Und wenn nicht, dann wisst ihr ja, was euch in Zukunft blüht. Das nächste Abstiegsduell, Bochum gegen Hoffenheim. Der Kampf um den Klassenerhalt, wer wird sich da durchsetzen? Hoffenheim hat momentan die besseren Karten gegenüber Bochum, Kiel und Heidenheim. Aber auch die Hoffenheimer, wenn die jetzt das Spiel verlieren sollten. Die Bochumer haben ja immer noch nicht die eventuell 2 Punkte noch draufgerechnet bekommen aus dem Spiel gegen Union Berlin. Also das muss man auch immer mitrechnen. Das heißt, die Bochumer könnten bei einem Sieg gegen Hoffenheim, ich glaube, entweder punktgleich ziehen oder sogar überholen. Ne, ich glaube maximal punktgleich ziehen. Also Bochum hat in Wolfsburg 1:1 gespielt. Auch ein gutes Spiel, da hätte ich auch eher mit einem klaren Wolfsburger Sieg gerechnet. Aber ihr seht, Bochum ist da, Bochum lebt. Was Dieter Hecking da mit dieser Mannschaft gemacht hat, der hat die ja übernommen. Da hatten sie nur, glaube ich, 1 Punkt oder so. Das war dann sein erstes Spiel zu Hause gegen Leverkusen. Das hat er unentschieden gespielt. Dann bei Frankfurt verloren, glaube ich, mit 7:2. Ja, und jetzt haben die Bochumer auch mittlerweile 16 Punkte, 17 Punkte. Und sind halt ganz dicht dran an Hoffenheim, die zu Hause gegen Stuttgart 1:1 gespielt haben im Derby. Die ernähren sich auch mühsam. Ja, wie sagt man so schön, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das passt auf Hoffenheim geradezu. Ja, aber ich würde die Bochumer hier auf Sieg tippen. Ja, alleine schon, weil sie zu Hause spielen. Zu Hause sind sie immer stärker als auswärts, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, wir haben auswärts noch keinen Sieg geholt und auch noch keinen einzigen Punkt. War das nicht so? Irgendwas habe ich gehört am Samstag in der Konferenz, dass Bochum den ersten Auswärtspunkt geholt hat. So habe ich das verstanden. Wenn es falsch war, dürft ihr mich natürlich gerne in den Kommentaren korrigieren. Aber ich mache immer ein 2:0. Wobei, nee, 2:0 haben sie schon gegen Dortmund zu Hause gewonnen. Machen wir mal ein 3:1. Machen wir mal so 2 Tore Differenz, weil, wie gesagt, ich schätze die Bochumer zu Hause stärker ein. Die müssen mit Druck umgehen, müssen sie irgendwie. Und was gibt's Besseres, als in einem direkten Duell dann einen Sieg zu holen und dann eventuell noch die Punkte aus dem Unionsspiel mitzubekommen. Dann steht Hoffenheim halt nochmal mehr unter Druck. Aber vielleicht holt sich das Hoffenheim auch klar und deutlich 3:4-0.
Wir lassen uns überraschen. Das Topspiel dann am Samstagabend ist Frankfurt gegen Leverkusen. Sehr, sehr interessantes Duell. Platz 3 gegen Platz 2. Also die Eintracht bleibt auf jeden Fall Dritter, egal was passiert an dem Spieltag, weil sie halt noch 4 Punkte Vorsprung haben. Aber wenn die Konkurrenz gewinnt am Vormittag, dann muss die Eintracht nachlegen, die in München wirklich einen blutleeren Auftritt gezeigt hat. Also die ersten 10 Minuten, Viertelstunde waren noch relativ okay. Hatten sie auch 1, 2 kleine Chancen. Die Bayern waren natürlich von Beginn an dominant. Und dann hat sich die Eintracht irgendwie so ein bisschen, ja, ihrem Schicksal ergeben. Also wenig Zweikämpfe wurden geführt, immer einen Schritt zu langsam. Es hat so ein bisschen, ja, der Esprit gefehlt. Also die Bayern waren an diesem Tag nicht unschlagbar. Ich sage ja nicht, dass wir hätten gewinnen müssen, aber ein Remis wäre auf jeden Fall mit einer Einstellung drin gewesen. Ist jetzt meine Meinung. Die Bayern haben natürlich auch gut gespielt. Möchte ich jetzt auch gar nicht schmälern, aber die Eintracht hat halt auch einfach nicht mitgespielt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, zu so einem Spitzenspiel gehören einfach 2 Mannschaften. Und an diesem Tag war die Eintracht einfach leider keine Spitzenmannschaft. Ich hoffe, dass sie das gegen Leverkusen sein werden. Die haben in Kiel gewonnen mit 2:0. Souveräner Pflichtsieg, würde ich mal sagen. Die müssen halt jetzt auch alles Mögliche versuchen, um noch irgendwie an den Bayern dran zu bleiben. Also natürlich auch das Spiel in Frankfurt gewinnen. Ich hoffe natürlich, dass die Eintracht da erstens mal ein besseres Spiel macht. Ja, dass sie ein bisschen aus diesem spielerischen Tief wieder rauskommt und dass sie auf jeden Fall eine bessere Leistung zeigen. Ich mache ein knappes 2:1, weil Leverkusen, die sind Favorit. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Die werden auch die meiste Zeit, glaube ich, den Ball haben. Aber die Eintracht hat meistens gegen größere Mannschaften oder gegen stärkere Teams besser ausgesehen, haben auch schwächere Teams geschlagen in der Saison, was sie sonst die letzten Jahre nicht gemacht haben. Ja, aber wir haben zu Hause gegen Dortmund gewonnen. Wir haben die Bayern zu Hause nicht geschlagen, aber auch 3:3 gespielt. Wir haben auch im Hinspiel in Leverkusen gut mitgespielt. Da hätten wir in der 90. noch einen Elfmeter bekommen müssen. Bleibe ich nach wie vor bei. Ja, und so ein Sieg gegen Leverkusen wäre nochmal fein. Je nachdem, wie zum Beispiel auch Freiburg spielt. Die spielen jetzt dann am Sonntag in Augsburg. Ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass die da gewinnen. Und was machen halt die anderen Teams? Was macht Wolfsburg, Bremen, Leipzig und Mainz? Nehmen sich die Punkte gegenseitig. Der VfB spielt gegen die Bayern. Also ich sag mal so, aus Sicht der Eintracht, es war noch nie größer in die Champions League, oder die Chance in die Champions League zu kommen, war noch nie so groß wie in dieser Saison. Finde ich persönlich, weil die Eintracht hat nach wie vor einen guten Kader. Wahi und Batshuayi müssen jetzt halt auch langsam mal so ein bisschen aus dem Quark kommen. Vor allem Wahi, weil da haben wir viel Geld für bezahlt. Ich lasse mich überraschen. Ich würde natürlich einen Sieg nehmen. Ein Unentschieden wäre auch okay. Auf jeden Fall ein besseres Spiel. Und von daher mal ein sehr optimistisches 2:1 von mir. Am Sonntag geht es dann unter anderem nochmal weiter mit Union gegen Holstein Kiel. Union hat bei Dortmund 6:0 verloren. Schön unter die Räder gekommen. Lieber einmal 6:0 als 6-mal 1:0. Ne? Das sind so ganz typische Phrasen wieder. Also lieber einmal richtig aufs Maul kriegen und dann daraus die richtigen Schlüsse ziehen, als so Spiel für Spiel immer so halbwegs gut mitspielen, immer ganz knapp verlieren. Damit ist er dann auch nicht geholfen. Und Kiel hat zu Hause gegen Leverkusen verloren, 2:0. Ich glaube, damit waren sie auch noch gut bedient, hatten hier und da auch ein paar Chancen, aber Leverkusen war schon dominant. Und das ist halt aber auch für Kiel die Chance, ja, wenn die Konkurrenz sich auch gegenseitig die Punkte nimmt. Bochum gegen Hoffenheim, Heidenheim spielt zu Hause gegen Gladbach, ist auch nicht gerade so leicht. Da ist die Chance natürlich da für die Kieler, mit einem Sieg da auch nochmal oben ranzurutschen. Ne? Also, aber ich glaube, dass Union das macht. Die werden auch eine Reaktion zeigen müssen oder wollen eine Reaktion zeigen. Und ich schätze Union halt einfach stärker an als Kiel. Und von daher mache ich hier 3:0. Machen wir mal ein 3:0. Obwohl ich den Kielern auch immer ein Tor zutraue. Aber ich mache mal in diesem Fall ein 3:0. Es könnte auch ein langweiliges 0:0-Gekicke werden, weil beide müssen irgendwie. Ich habe doch keine Ahnung. Sehe ich aus wie ein Fußballexperte? Nein. Also 3:0 für Union. Und den Abschluss gibt es mit Augsburg gegen Freiburg. Die Augsburger sind auch richtig gut drauf, haben in Gladbach jetzt 3:0 gewonnen. Dreierpack von diesem Claude Maurice, der soll auch nicht so verkehrt sein. Den haben sich die Augsburger auch aus Frankreich geholt, glaube ich, zum Sommer. Scheint bei denen gut zu funktionieren. Die Freiburger haben zu Hause Bremen auch klar und deutlich 5:0 dann geschlagen. Also die wollen auch noch oben natürlich reinrutschen. In die Champions League, momentan sind sie, glaube ich, Vierter. Werden dafür qualifiziert für die Champions League mit negativem Torverhältnis. Ich glaube, das wäre die erste Mannschaft mit negativem Torverhältnis, die sich für die Champions League qualifiziert. Wenn ich da auch falsch liegen sollte, schreibt auch das bitte in die Kommentare. Ich möchte jetzt nichts hier Falsches stehen lassen. Das würde ich aber nochmal unentschieden nehmen, weil ich habe auch das Gefühl, klar, die Heimstärke von Augsburg, die wollen gleich nachlegen. Freiburg ist aber auch nicht ganz so schlecht. Beide wollen, beide können vielleicht nicht so recht. Es wird so ein Abnutzungskampf und dann, ja, entweder schießen sie beide irgendwie ein Tor oder halt nicht. Ich mache da mal 0:0. Ich gehe da mal mutig rein, ich mache da mal 0:0. Das habe ich noch nie getippt, ne? Ich habe, glaube ich, noch nie 0:0-Tipp gehabt. Müsste ich mal die anderen Videos durchgucken. Naja,
Ich speichere wie immer die Tipps und dann gucken wir einmal wieder zusammen auf die Gesamtübersicht. Beim Blick auf die Gesamtübersicht seht ihr erstmal die Werbung im Hintergrund, die bitte ich bitte zu ignorieren nach wie vor, weil ich die nicht ausstellen kann. Ist der Rast auf Platz 1, Hegebusch mit nur einem Punkt dahinter, dann der Cem mit 3 Punkten Rückstand, Bergmann 296, 295 der Musiklo, Prinz Poldi, SGE, Sascha sind auch noch ganz ganz eng dahinter. Also es bleibt auch hier spannend, wer holt sich die 50 € in dieser Saison bei mir. Ich bin auch noch nicht ganz raus, wobei ich habe schon 54 Punkte Rückstand. Ich glaube, ich kann mich aus dem Rennen verabschieden. Aber die ersten 5, weiß ich nicht, die ersten 11 vielleicht auch. Der Olise hat auch nur 19 Punkte Rückstand. Ihr müsst ja nur mal einen Spieltag erwischen, wo er mal 20 Punkte holt. Dann seid ihr auch ganz schnell wieder oben und von daher ist das sehr, sehr spannend. Ich wünsche euch natürlich wie jede Woche viel Glück für eure Tipps, für eure Mannschaften. Wir gucken gleich nochmal auf den 25. Spieltag. Ich scroll das hier nochmal durch, aber guck mal, hier am Ende wird eh nicht mitgetippt. Die könnte ich, glaube ich, echt mal aussortieren. Wobei jetzt so 10 Spieltage vor Schluss macht das jetzt auch, glaube ich, wenig Sinn. Aber wir blicken schon mal voraus. Spieltag 25 haben wir unter anderem Gladbach gegen Mainz dann am Freitag. Bayern, Bochum, Leverkusen, Bremen. Dortmund spielt zu Hause gegen Augsburg. Kiel, Stuttgart. Frankfurt, weil die ja da noch wieder unter der Woche gegen Ajax spielen. Auch ein schönes Achtelfinale in der Europa League. Wir spielen dann auch wieder sonntags gegen Union. Freiburg gegen Leipzig zu Hause. Wolfsburg, St. Pauli. So sieht es halt aus, die Bundesliga in diesen Tagen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis nächste Woche zu Spieltag 25. Ciao, ciao.